TBH, die hätten schon mit den G-Projects irgendwie noch was Neues machen können. Oder, was ich schon lange sage, wir bräuchten so einen Item-Umwandler. Zahl 4 kriegt 3 zum Beispiel. Schmeißt 4 G-Projects rein und wandelt sie um in 3 S-Project und so ein Scheiß. Das wäre hyper, mega, omega geil. Das wird es zwar niemals geben, 1000%ig nicht. Aber es gibt es in anderen Games. Genshin Impact zum Beispiel hat so was Ähnliches vom Prinzip her, wo du halt Items reinschmeißt, die du nicht brauchst und kannst dann gegen Items, die gleichwertig sind, tauschen. Das kostet natürlich was. Also irgendwelche Ingame-Währungen. Alternativ, wie gesagt, könntest du dann einfach Zahl 4 kriegt 3 machen oder so. Das wäre schon geil. Aber wie gesagt, das wird niemals passieren. Habe ich schon oft gesagt, dass wir sowas eigentlich bräuchten. Weil es wäre das gleiche mit sämtlichen Power-Ups und so. Dass du die einfach umwandeln kannst in Sachen, die du tatsächlich brauchst. Man könnte ja auch die Regel machen, dass es nur mit ungebundenen Items geht. Oder andersrum, nur mit seelengebundenen. Man könnte es ja einschränken. Oder auch auf maximal 10 Umwandlungen pro Tag und was weiß ich was. Also, so dass Scala da jetzt nicht Millionen Euros verliert. Zwinker. Wäre schon cool. Auch Quest-Items zum Beispiel, ne? Du willst nicht Canonicus farmen, aktuelles Beispiel, weil sie Fernkampfviecher sind, hast aber 20.000 Couchtische, Claw, oder wie die heißen, und dann tauschst du 10.000, also jetzt nur, gut, ja gut, ich brauche echt so viele, und dann tauschst du 10.000 Couchtisch-Claws gegen 7.500 Canonicus-Dinger. Du verlierst effektiv 2.500. Also an für sich ist es eigentlich ein schlechter Deal. Aber du kannst es halt einfach umwandeln. Du musst nicht erst deine verkaufen und die anderen kaufen. Du musst nicht erst jemanden finden, der mit dir tauschen will. Ich meine, klar, so schwierig ist es jetzt nicht, jemanden zu finden, der tauscht oder so. Aber so ist es halt einfach im Spiel integriert, dass du es gar nicht brauchst. Und das Spiel hat immer den Vorteil, also ich probiere es ja in dem Fall sogar so zu sehen, wie es das Spiel sehen würde oder die Entwickler, dass das Haus gewinnt, die Bank gewinnt. Also so ein System kann ja nur existieren, wenn dann effektiv weniger Items existieren. Oder wenn du zurück zu Premium-Item gehst, Premium-Items, du farmst zum Beispiel Violets und hast 10 G-Product, ja du willst aber keine G-Product und du farmst halt für dich selber und nicht um zu verkaufen, hast aber keinen Bock immer zu verkaufen, neu zu kaufen, was letztendlich wahrscheinlich auch nichts anderes ist, und dann tauscht du zum Beispiel 10 G-Product gegen, weiß ich nicht, ich meine gut, S-Product ist effektiv eh schon weniger wert, aber tausche zum Beispiel 10 G-Product gegen 8 S-Product oder so. Oder gegen 8 A-Product oder so. Also auch da verlierst du wieder Geld. Bei 8 A-Product wird es wirklich 16 A-Product müssten es dann sein. Aber you know what I'm saying, right? Also, na gut, es würde bei den Products dann wahrscheinlich sogar weniger Sinn machen, weil wenn du da wirklich 200-300 F-Coins weniger bekommst, würde sich das schon eher weniger rentieren. Da wäre sowas wie die Quest-Items schon attraktiver, weil Quest-Items sowieso oder irgendwelche anderen Ingame-Items nicht so einen hohen Wert haben. Aber vom Prinzip her, finde ich, ist das eigentlich doch eine akzeptable Idee. Also die Spieler kriegen, was sie wollen, zahlen halt mit was auch immer. Mit einer, also entweder es kostet Penny das Umwandeln oder du musst irgendein Item farmen aus einem Dungeon oder so. Umwandlungskatalysator. Und dann bekommst du da die Chance eben umzuwandeln. Und das wäre schon ziemlich cool. Wie gesagt, dann wäre es halt egal, wo du farmst, was du farmst, oder du kannst es dann immer zur Not umtauschen, das, was du tatsächlich selber brauchst. Vor allem für tote Server wäre das extrem geil. Imagine, du spielst auf Demian, wo keiner spielt. Du bist der Einzige, der auf Demian spielt. Und das ist ja wirklich fast so. Dann kannst du ja auch gar nicht mit anderen Leuten handeln oder verkaufen und kaufen, weil das einfach nicht, das geht einfach nicht. Also es wäre auch vor allem für diese Server, ich meine, auf Boarding brauchst du es jetzt theoretisch wirklich nicht, weil da kannst du eigentlich immer alles kaufen oder verkaufen. Aber vor allem auf inaktiveren Servern wäre das eigentlich super wichtig.
Dass du die Chance hast, das einfach so umzutauschen und dann nicht erst 100 Jahre warten musst, bis mal irgendjemand in deinen Levelbereich kommt oder das kauft oder verkauft, was du willst. Das er kauft oder verkauft. Also, wäre schon hilfreich.